Hallo Freunde des klemmenden Bausteins. Ich bin Dynamic Bricks und möchte euch mein neues Projekt vorstellen. Und zwar habe ich beschlossen, da drüben eine Lego-Stadt zu errichten. Die Idee an sich verfolge ich schon eine Weile und es ist einiges zusammengekommen, das ich umsetzen möchte. Darunter wären, einen Moment bitte, 9 Volt Eisenbahnen, ein Hafen, einige Häuser natürlich und alles halbwegs in Reichweite einer Armlänge. Um das Ganze irgendwie in einem unterbringen zu können, musste natürlich etwas Planung her. Also fürs schnelle Grobe den guten alten Track-Designer herausgeholt, geht es erstmal an das Schienenlayout. Die Lücken in dieser Skizze werden dann in echt mit Schienenstücken eines Drittherstellers und Flextracks gefüllt. Für den Verlauf der Abzweigung an diesen beiden Weichen muss ich ein bisschen schneiden und basteln. Im Großen und Ganzen werden Stadt und Landschaft in etwa diese Maße annehmen, was mir eine bebaubare Fläche von gut 4 Quadratmetern beschert. Ich habe mich für eine Form entlang der Wand entschieden, sodass ich von einer Seite halbwegs überall herankomme und mir so den Platz für einen hinteren Gang spare. Zeit für etwas Farbe. Bis dort etwas Spruchreifes steht, teile ich die Fläche erstmal in 4 Abschnitte. Nennen wir sie doch einfach Sektor Blau, Sektor Grün, Sektor Rot und Sektor Braun. Und denen, die sich jetzt denken, Moment mal, sei gesagt, ja, das ist eine Anspielung. Ein Sektor Grau wird irgendwann auch noch dazukommen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Hier in Sektor Grün sind jetzt schon die ersten Straßen eingezeichnet, was aber auch wieder nur eine grobe Skizze ist. Für einen eleganten Verlauf der Straße habe ich vor, Abschnitte aus klassischen Baseplates mit Segmenten in Snot-Bauweise zu kombinieren und das wird sicher noch 1 oder 2 Herausforderungen mit sich bringen. Und was hier insgesamt fehlt, ist eine Tiefendarstellung. Tatsächlich soll nämlich diese Weiche nicht auf, sondern unter der Straße verlaufen. Um also die U-Bahn in Sektor Grün, die Drehscheibe in Sektor Rot oder die Hafenkante in Sektor Blau einzurichten, muss praktisch alles etwas erhöht gebaut werden. Aufwendig und teileintensiv, aber es wird auch Raum schaffen, um jede Menge Technik verstecken zu können. Genug geplant, jetzt soll es auch mal losgehen. Angefangen mit dem Korsett jeder Lego-Stadt schlechthin, dem Schienennetz. Bevor das hier alles zugestellt wird, will ich den freien Platz noch nutzen, um einmal die Schienen wie auf dem Plan zusammenzusetzen. Dazu hole ich mir jetzt erstmal mein Sortiment. Es besteht aus einigen Dutzend 9 Volt Lego-Schienen, die hinsichtlich der Form und Längen noch durch diese kompatiblen FX-Tracks ergänzt werden. Wie ihr sehen könnt, haben die Schienen auch schon einiges an Korrosion ertragen müssen. Ich werde nebenbei also noch einiges zu schrubben haben. Und nach einigen Runden des Steckens, Biegens, Messens und alles wieder von vorn, kommen wir in die Nähe dessen, was am Computer zusammengeklickt wurde. Der Rest der kurzen FX-Tracks wird wohl in den Übergang von S zu U-Bahn fließen, um das Gleis vertretbar biegen zu können. Und da ich ihn auf diesem kurzen Stück zwischen Kreuzung und Weiche in Sektor Grün einbauen muss, wird das hier nochmal richtig interessant werden. Das habe ich jetzt schon im Gefühl. Aber raus aus den Feinheiten und zurück zum Ganzen, denn jetzt muss erstmal das Gerümpel vom Brand ins Spiel gebracht werden. Also jede Menge alte Möbel später, sieht das Ganze doch schon einladend aus. An dieser Stelle soll es das aber mit dem theoretischen Prolog erstmal gewesen sein. Wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann geht's hier direkt zu Teil 1 der Lego-Stadt. Ja, wir starten mit einem Double Feature. Ich danke euch fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.